Das Leben ist kein Videospiel. Wäre es ein Videospiel, hätten wir mehr als einen Versuch. Man könnte sich vorher Guides durchlesen oder schon mal in ein Let's Play reinschnuppern. Man würde in der ersten Minute gesagt bekommen, was man zu tun hat, und dies würde immer wieder abgefragt werden. Nach und nach würde man sich seinen Weg ins Ziel bahnen und irgendwann hätte man es dann geschafft. Die Credits würden einem sagen, Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Hey geil, wir haben es geschafft, okay, hey, Hammer, schön, freut mich. In unserem Leben ist es natürlich nicht so. Man wird auf diesen kleinen Planeten geworfen und die Eltern schlagen einen Weg vor, genauso wie Lehrer oder andere Idole. Den Rest musst du dann selbst schaffen, und das in der wohl größten Open-World-Simulation aller Zeiten. Du kannst theoretisch alles werden und kein Weg ist an sich richtig. Alles hat einen Haken, einen Nachteil oder sagen wir Lektion. Wo und wie kann ich und möchte ich überhaupt leben? Wie viel Risiko möchte ich zulassen oder gehe ich nur auf Sicherheit? Angenommen, das ganze Leben sei ein Videospiel, was wäre dann eigentlich unser Wert, anhand wir unsere Punkte vergleichen könnten? Hat der gewonnen, der am längsten glücklich war? Oder der am meisten Geld verdient hat, die größte Familie hat, der am meisten an der Welt bewegt hat oder einfach nur ein guter Mensch war? Der, dem nach dem Tod die meisten Menschen vermissen würden? Oder lässt man dann sogar eher das meiste Leid zurück? Und was wären unsere Gegner? Die mobbenden Klassenkameraden, der schimpfende Chef oder sonstiges Unglück, das wir bekämpfen müssten? Unglück ist dabei ein gutes Stichwort, weil ist dir schon mal aufgefallen, dass einem sehr vieles einfällt, was einen unglücklich macht? Einsamkeit, Geldsorgen, Leistungsdruck, Selbstzweifel. Aber was macht mich im Gegenzug glücklich? Ein paar andere Menschen schon, ganz klar, Nähe kann eine heilende Wirkung haben. Gute Filme oder Musik, Sonnenlicht, leckeres Essen, Bewegung, all das kann eine Zeit lang Freude bereiten. Oder ist das alles nur Ablenkung? Eines ist mir bewusst, mit 16 hatte ich all diese Dinge und war dennoch unglücklich, weil mir genau das fehlte, was man normalerweise in jedem Videospiel hat. Ein Ziel oder sagen wir eine Bestimmung, ein Grund, um da zu sein. Du kannst viele Lebensratgeber durchlesen oder dir Videos anschauen, wie das hier gerade, aber ich denke, am Ende kann dir keiner diese Aufgabe abnehmen. Und leicht wird es auch nie sein, es bleibt auf seine Weise eine Herausforderung. Am Ende müssen wir uns in unserem eigenen Kopf zurechtfinden und dort eine Aufgabe finden. Was mich betrifft, ich bin nur noch selten unglücklich, weil ich weiß, dass solange sich meine Welt noch dreht, man auch irgendwo meine Stimme finden kann. Ich werde mein Bestes geben und dann schauen, was dabei rauskommt. Und sollten wir an unserem letzten Tag auf unser Leben zurückschauen, werden wir schon hoffentlich nicken und uns denken, ja, war doch eine ziemlich nette Geschichte. Immerhin kann man ein Leben nicht retten, sondern nur verlängern, wenn man drüber nachdenkt. Allerdings sollte man es sich auch selber nicht zu schwer machen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Denn der Endboss in dieser wohl größten Open-World-Simulation sind nicht die anderen, sondern immer noch man selbst. Oder sehe ich das falsch? Through the blizzard